Kurzvideo ist ein Überbegriff für hochformatige Videos, die zwischen 10 bis 16 Sekunden lang sein können und die du für unterschiedliche Online-Plattformen nutzen kannst. Wie man zu Kurzvideos noch sagt: Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook Reels, TikToks und Pinterest ID-Pins. Natürlich will jede Plattform, dass du die Kurzvideos direkt in dieser Plattform selbst erstellst und das ist natürlich möglich. Aber wenn du so bist wie ich sehe am Handy nicht allzu viel, mir ist das zu klein, ich mache meine Videos lieber am Computer und ich möchte nicht nur ein Kurzvideo machen, sondern ich möchte ein Kurzvideo machen und das auf unterschiedliche Kanäle verteilen. Und deshalb erstelle ich nie ein Kurzvideo direkt in der jeweiligen Plattform. Musst du in deinen Kurzvideos tanzen? Musst du in TikToks tanzen? Musst du in YouTube Shorts lustige Videos machen? Nein, du kannst ein eigenes Format entwickeln, das genau für dich und dein Business passt. Und im weiteren Verlauf des Videos zeige ich dir ein paar Ideen, wie du Kurzvideoformate für dein Business entwickeln kannst. Wie bekommst du Ideen für deine Kurzvideos? Du gehst einfach auf Google und tippst ein dein Themenbereich und dann klickst du noch auf die Leertaste und wartest, was Google dir vorschlägt. Die zweite Variante, du öffnest YouTube und gehst in die Suche hinein und machst ganz genau dasselbe und schaust, welche Videos da angezeigt werden und dann hast du gleich Ideen für deine Videos. Kurzvideo-Ideen für Ernährungsberaterinnen. Bei der Ernährungsberatung geht es ja um verschiedene Aspekte. Es geht darum, welches Essen du essen sollst. Es geht um das Thema Motivation, dranbleiben. Und es geht natürlich auch darum, was verändert sich, wenn du deine Ernährung umstellst. Und aus diesen 3 Aspekten kannst du 3 verschiedene Formate machen. Zum Beispiel zum Thema Motivation. Da würde ich dir empfehlen, dass du dich selbst vor die Kamera stellst und motivierende Worte an deine Kundinnen und potenziellen Kundinnen sendest. Bei der Kategorie Rezepte, Zubereitung, da musst du dich gar nicht selbst vor die Kamera stellen, sondern du filmst einfach die Zubereitung deines Rezepts. Und bei Vorher-Nachher-Effekt, da meine ich jetzt nicht, dass du vorher siehst du so aus und nachher siehst du so aus, sondern du kannst wirklich damit spielerisch umgehen, du sagen, wenn du dich schlecht ernährst, dann wirkt dein Tag so. Schwere Musik, dunkle, dumpfe Töne, schläfrig. Wenn du dich gut ernährst, dann yeah, da gibt's Power, da gibt's bunte Farben. Also mit diesen Themen zu spielen, um hier auch Abwechslung in deine Kurzvideos zu bekommen. Kurzvideotipps für Hundetrainer, Pferdetrainer, alles in diesem Bereich. Im ersten Schritt würde ich mir auch überlegen, was sind so deine 2, 3 Content-Kategorien, die du immer wieder bei deinen Kundinnen ansprichst. Ich könnte mir bei diesem Thema vorstellen, erstens Tricks, die du deinem Hund lernen kannst, die einfach für dich Spaß machen und den Hund auch beschäftigen. Das zweite Format, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, willst du, dass dein Hund das macht oder dass er sich so verhält? Das heißt, du zeigst auch wieder diesen Unterschied, so oder so, und das kannst du ja wunderbar mit Videos abbilden. Und das dritte, auch in diesem Format ist es wichtig, dass du dich auch vor die Kamera stellst, du als Person. Warum wieder direkt vor der Kamera? Deine Kunden wollen dich kennenlernen. Kurzvideoideen für Yoga-Lehrerinnen und Fitnesstrainerinnen. In diesem Bereich hast du verschiedene Aspekte, wie du deine Kundinnen begleiten kannst. Also das Thema Motivation ist sicher wieder da, das Thema auch mentale Einstellung zu den Dingen und auch das Thema, ja, wie mache ich das dann, wie laufen diese Übungen? Und genau zu diesen Formaten kannst du dir jetzt Ideen für deine Kurzvideos überlegen. Beim Thema Motivation könnte ich mir gut vorstellen, dass du direkt zur Kamera sprichst, dass du deine Community wirklich packst mit motivierenden Worten. Ich könnte mir aber auch vorstellen beim Thema Motivation, dass du schöne Videos von Waldspaziergängen, von Fitnessstudios im Hintergrund hast und dann einen Motivationsspruch drüber legst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du so kurze, Übungen deinen Kundinnen und deiner Online-Community zur Verfügung stellst, damit sie auf dich und dein Business aufmerksam werden. Kurzvideotipps für Künstlerinnen. Wenn du Künstlerin, Malerin bist, dann ist es ja wichtig, dass du deine Community hinter die Kulissen mitnimmst, dass sie dich als Person kennenlernen und aber, dass sie auch deine Kunst kennenlernen.
Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass ein Kurzvideo gut funktioniert, wo man dich sieht, wie du dein Kunstwerk erschaffst. Das heißt, du stellst dein Stativ ein Stückchen weiter weg und filmst dich dabei, wie du das Kunstwerk erschaffst. Dann ist es natürlich auch super wichtig, dass man deine Kunst, deine fertige Kunst entdeckt und sieht. Und da ist es wichtig, dass du dich vor deinem Kunstwerk auch filmst und dazu sprichst. Und natürlich wollen wir auch dich als Künstlerin besser kennenlernen. Und die dritte Videoidee ist, dass du wirklich immer wieder auch Videos machst, wo du direkt zur Kamera sprichst und über deinen Werdegang und über deine Motivation, Kunst zu machen, sprichst. Kurzvideoideen für Coaches und Beraterinnen. Da geht es natürlich in diesem Bereich darum, dass du dich einerseits von deiner Persönlichkeit zeigst, weil du dich ja dann damit auch abhebst vom Mitbewerb und die Menschen wissen, okay, mit dieser Person arbeite ich zusammen. Und andererseits, dass du aber auch in den Kurzvideos dein Wissen und deine Erfahrung richtig zur Geltung bringst, sodass die Menschen wissen, aha, wenn ich dieses Problem habe, dann gehe ich zum Beispiel zur Birgit. Was sind jetzt Formate, die hier gut funktionieren? Erstens ist natürlich das direkt zur Kamera-Format, wo du ein Problem löst für deine Kunden. In einem Kurzvideo zum Beispiel, in meinem Fall, wie siehst du besser aus vor der Kamera? 1, 2, 3. Ist wirklich in 15 bis 60 Sekunden erklärt. Dann wird das Vorher-Nachher-Format auch sehr gut funktionieren. Das heißt, wie sieht es bei deinen Kundinnen aus, bevor sie dein Coaching, deine Beratung in Anspruch genommen haben und wie sieht das Ganze danach aus und das filmisch darzustellen. Und dann, je nachdem natürlich, in welchem Bereich du tätig bist, kannst du klitzekleine, kurze Tutorials erstellen, die deine Community schnell und einfach konsumieren kann und wo klar wird, die Birgit hat für alles eine Lösung oder zumindest für Videothemen. Birgit, wie kriegst du immer so viele Ideen für Kurzvideos? Erstens, ich schreibe mir immer gleich meine Ideen auf. Ich starte einfach mit einem Video, denn beim Videomachen entstehen bei mir die besten Ideen. Und ich traue mich einfach Neues auszuprobieren, auf die Nase zu fallen, mal wenig Aufrufe zu haben und daraus zu lernen. Du bist jetzt so richtig neugierig auf Kurzvideos? Dann geh weiter zu meiner Playlist Kurzvideo-Tipps.